Wir sprechen gerade über POD, also Print-on-Demand-Seiten und natürlich auch, wie man dafür Produkte erstellt und als Grafikdesigner damit sein Geld verdient. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du das auf deiner Webseite aufsetzen kannst und das Ganze dann so verknüpfen kannst, dass es gar nicht groß auffällt, dass andere für dich das Produkt erstellen. Ja, wie ist das gemeint? Also es ist nun mal so, wenn du als Webadresse deinen Shop bei Society6, bei Printful oder bei Redbubble angibst, ja, dann steht da redbubble.com slash irgendwas anderes und dann slash dein Name. Und das ist natürlich, ja, das ist schon schön, wenn man da einen gut gefüllten Shop hat und natürlich auch seine Abonnenten oder ja, das ist toll und Likes kassiert, klasse, super, will ich auch gar nicht schmälern. Aber es ist ja nun mal so, wenn du jemandem deine Visitenkarte gibst, was möchtest du da draufschreiben? Möchtest du da wirklich so eine lange Webadresse von Redbubble angeben? Oder würdest du gerne deine eigene Adresse angeben, von deiner eigenen Webseite? Ich behaupte mal das Zweite. Und wenn dem so ist, dann zeige ich dir jetzt einen kleinen Umweg, wie du das machen kannst. Dazu gehen wir in den Rechner. Ich zeige dir jetzt einmal, wie ich das auf meiner Webseite gemacht habe und ich bin noch nicht einmal oder noch nicht bei Society6 und Co. Aber es ist schon ganz hilfreich, wenn das so angelegt ist, weil auf diese Art und Weise kann ich bei verschiedenen Shops verkaufen, ohne dass der Kunde das direkt auf den ersten Blick sieht. Ich bin jetzt auf der CMD-Akademie. Wenn du hier auf meinem Shop kommst, auf der CMD-Akademie unter dem Menüpunkt Shop, dann siehst du sofort 4 Produkte. Das sind Wallpaper und hier ein Kunstdruck. Und bei dem Produkt kannst du dann einfach, ja, ich klicke das jetzt mal an, und dann siehst du sofort hier das Produktbild und dann darunter noch 2 weitere Bilder, die man sich ansehen kann. Und dann ja, siehst du hier erst einmal kein zum Warenkorb hinzufügen Button, sondern hier drunter hier geht es zum Shop. Ne? Also hier habe ich dann noch eine Beschreibung hinzugefügt. Warum? Ja, alleine schon für SEO. Ne? Aber wenn der Kunde hier draufklickt, hier geht es zum Shop, dann landet er bei Etsy. Und dort kann er das Produkt kaufen. Warum habe ich das so gemacht? Ja? Warum verkaufe ich das nicht einfach auf meiner eigenen Webseite? Ist ja auch günstiger. Ne? Ja, es ist günstiger. Ich brauche keine Einstellgebühren bezahlen und ich brauche auch keine Verkaufsgebühren bezahlen. Ja, ich muss natürlich Gebühren bei PayPal bezahlen. Aber vom Grundprinzip her ist das natürlich erst einmal günstiger. Warum ist das in dem Fall dennoch keine Alternative? Also ein ganz großer Grund sind die Steuern. Ne? Ich kann das auf der Webseite alles so einstellen, aber nach dem neuesten EU-Recht ist das ja so, ne, auf der Webseite kann man weltweit kaufen und wenn jemand, ich sag mal, aus Italien kauft, dann wird die italienische Mehrwertsteuer auf das Produkt aufgeschlagen und ich muss dann hinterher diesen Betrag nach Italien abführen. Und an dieser Stelle wird es schwierig. Es gibt dafür so ein System, ja, irgendwas gibt es, aber es wird halt so, dass ich da ja sehr viel eingreifen muss. Ne? Und sich das für diese kleinen Produkte ja auch nicht wirklich lohnt. Ne? Deswegen habe ich mir gedacht, wie kann man denn jetzt einen Weg drumherum finden und trotzdem auf verschiedenen Plattformen verkaufen? Und dazu habe ich mir halt hier den Shop angelegt, habe dann sämtliche Verkaufsdinge rausgenommen, also diesen Add to Cart und Shop, das Auschecken und alles ist hier rausgenommen und hier nur einen Button hinzugefügt, ja, wo es dann eben zum Shop geht. Und ich gehe nochmal auf eine Seite zurück. Hier sind jetzt nur 4 Produkte drin. Natürlich kannst du viel, viel mehr einstellen und es sollen auch viel, viel mehr werden. Und es können auch ganz verschiedene werden. Das heißt, wenn ich jetzt noch einen Shop bei Society6 anlege und ja, dann kann ich natürlich auch von meiner Seite auf Society6 verlinken. Dann steht da nicht, hier geht es zum Shop und wenn man dann da draufklickt, dann geht es eben zu Society6 und man kann dort das kaufen. Und auch da funktioniert das wieder, nämlich da wird wieder das Geld an die richtige Stelle abgeführt, wenn es denn so sein soll oder sein muss. Ja? Je nachdem, in welchem Land das natürlich seinen Firmensitz hat. Ja, und aus diesem Grund alleine schon, weil ich dieses ganze, ich sag mal, Theater nicht habe, finde ich das sehr, sehr lohnenswert. Abgesehen davon macht Society6, Redbubble und Co. oder auch Etsy natürlich eine ganz andere Werbung, als ich die machen kann. Das heißt, ich kann davon auch profitieren, kann von der Werbung profitieren. Und ja, aus dieser Art und Weise bin ich natürlich
nicht so gebunden. Ja? Ich muss nicht nur bei Society6 verkaufen, nicht nur bei Redbubble verkaufen, nicht nur bei Etsy verkaufen. Ich kann mir überall die Produkte herauspicken, die ich haben möchte und kann meine Kunden, wo auch immer, was auch immer ich mache an Werbung, schicke ich einfach zu meiner Webseite. Das heißt, wenn ich jetzt auf Instagram werben würde und würde mein Bild posten, dann würde ich diesen Link hier posten. Ja, das wäre die Landingpage für dieses Produkt. Und wer dann dahin kommt, sieht, okay, ach ja, das gibt's hier. Hier geht's zum Shop und wird dann wieder auf Etsy weitergeleitet. Ja, ich kann aber auch, und das finde ich klasse, ich kann aber auch hingehen und das nicht nur in einem Shop verkaufen. Ne? Ich kann auch 5 verschiedene Shops angeben. Dann würde ich eben 5 Button dahin machen. Und schon hätte ich genau wieder dasselbe erreicht. Ne? Die 5 Shops, wo das verkauft würde, würden mir dann einfach das Geld auszahlen, die Steuern einbehalten, an die richtigen Stellen abführen, weil die sind viel größer, die können das viel besser als ich. Ne? Und dennoch würde ich meine Kommission bekommen, also was ich verkauft habe, kriegen. Ich finde das ein ganz prima Weg drumherum sozusagen, völlig rechtlich korrekt und konform. Und ja, ich verkaufe nicht auf meiner eigenen Webseite, was natürlich dann noch dazu führt, dass ich Datenschutzbestimmungen und so weiter, dass die natürlich anders und sehr viel einfacher aussehen, als wenn ich das alles selber machen muss. Ja? Deswegen eine ganz, ganz, ganz tolle Alternative. Ich wollte dir nicht vorenthalten. Vielleicht möchtest du das auch so aufsetzen, wenn du jetzt denkst, oh Gott, ich muss eine eigene Webseite haben. Ja, musst du. Aber das ist heutzutage jetzt auch nicht mehr so schlimm. Wenn du dich bei Strato anmeldest, eine Domain registrierst und 3 Knöpfe drückst, dann hast du WordPress bereits installiert. Und was ich hier habe, ist WooCommerce. Und wie gesagt, da sind ein paar Funktionen rausgenommen, wo man gar nicht erst hin verweist. Und dementsprechend kann der Kunde das auf meiner Webseite nicht kaufen. Und dementsprechend hat man auch keine Probleme mit den Steuern. Also, wenn dir das Video gefallen hat und du die Idee toll findest, freue ich mich über einen Kommentar. Wenn du natürlich Fragen hast, auch jederzeit gerne. Und ansonsten abonniere doch unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten und vergiss den Like-Button nicht. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.